Also erstmal herzlich willkommen hier in der Pfalz, genauer gesagt in Offenbach, bei Landau. Herzlich willkommen bei MyLabels. Wir sind ein kleines Unternehmen von 12 Mitarbeitern. Uns gibt es dieses Jahr schon 20 Jahre. Also wir beschäftigen uns nicht nur mit Etiketten, sondern ganz allgemein mit dem Thema der Produktkennzeichnung und Identifikation. Wir haben eine Handelsvertretung für die Firma CAB, das sind die ganzen Geräte, die Sie hier hinter mir sehen. Das ist ein Hersteller von Etikettendruckern und Etikettiersystemen. Das ist auch europaweit der größte, sitzt ganz in der Nähe von uns, hier in Karlsruhe ist der Hauptsitz. Wir machen ungefähr so 3,5 Millionen Euro Umsatz, davon die Hälfte mit Etiketten und der andere Teil ist eben wie erwähnt die Drucker, die Etikettierer, der Service, die Wartung. Das ist das, was wir tun. Wenn man zurückschaut, wie das vor 20 Jahren hier war mit dem Etikettendruck und es heute sieht mit dem Digitaldruck, dann ist das schon sehr, sehr schön zu sehen und fantastisch auch, was man für Möglichkeiten mit dem Digitaldruck hat. Wir haben die ganze Zeit, unseren Fokus liegt eigentlich auf den Blanko-Etiketten gelegen und mit der neuen Movement-Maschine sind wir in den Digitaldruck eingestiegen und haben nun auch die Möglichkeit, eben kleine, mittlere Auflagen kostengünstig anbieten zu können. Als wir uns auf die Suche gemacht haben, um genauer nach den Maschinen zu schauen, die für uns passend sind, wurden wir schnell auf Movement aufmerksam und so kamen wir nach Brüssel und haben die Maschine zum ersten Mal live gesehen und waren begeistert, wie schnell sie arbeiten kann mit diesen 100 Metern. Das ist schon verdammt schnell. Dann folgten weitere Gespräche. Und gerade im Hinblick auch auf Druckkosten, der Tintenpreis bei Movement ist sehr günstig, war es klar, dass es in diese Richtung weitergehen muss. Wir haben dann die Schweiz besucht und uns am Produktionsstandort von Movement die Maschine genauer angeschaut. Ich weiß es noch genau, wir hatten 21 Materialien im Auto, die wir mit hingenommen haben und haben da 1,5 Tage von morgens bis abends getestet und das hat uns eben auch alles sehr zuversichtlich gestimmt, dass diese Maschine hier die richtige für unsere Anwendung ist, weil geringe Breiten, unterschiedlichste Materialien von PE, PP, PET, PVC, Karton bis hin zu Textil hat alles auf Anhieb funktioniert und so waren wir sicher, dass wir in den Invest gehen können und die Maschine kaufen. Also der Start in den Digitaldruck war schon etwas holprig, wobei wir aber immer die starke Rückendeckung durch Movement und die Techniker dort vor Ort hatten. Das muss ich wirklich auch besonders erwähnen. Die ganzen Leute bei Movement sind sehr engagiert und sehr motiviert. Man hat auch Fragen stellen können, was drumherum war in der Druckvorstufe und so weiter. Haben wir doch einige Etiketten jetzt auch von Flexodruck auf die Movement-Maschine umstellen können, weil sich erstaunlicherweise auch bei größeren Stückzahlen schon oder mittleren Stückzahlen sehr gut darstellt von der Kostenseite her. Also man kann es wirklich transferieren und günstiger für den Kunden und schneller für den Kunden produzieren. Und wir konnten natürlich auch neue Kundenkreise gewinnen für uns. Dafür wurde auch jemand eingestellt im Vertrieb, der sich um diesen neuen Kundenkreis hier kümmert. Wir denken auch, dass wir für Wiederverkäufer interessant sein können, weil es eben aufgrund der Größe die Kalkulation eine sehr schlanke ist und wir können es auch für Wiederverkäufer einen interessanten, wettbewerbsfähigen Preis anbieten. Ich denke, wir sind jetzt eben mit dieser Movement-Maschine sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Durch die vorhandenen Konvertierungsmaschinen, die wir haben von ABG und jetzt kommt noch Ende Februar eine weitere Maschine von Protec dazu mit Flexodruckwerk und jede Menge Spezialanbauten, die wir benötigen, für Sonderetiketten zu fertigen. Aber gerade im Hinblick auf den Digitaldruck ist es einfach sehr wichtig gewesen für uns jetzt zu positionieren am Markt und eben auch diese kleinen, mittleren Auflagen anbieten zu können. Und da bobst diese Maschine auch ständig weiterentwickelt, auch der Fortschritt der Maschine jetzt in den letzten Monaten zu sehen, das ist schon sehr schön.
Das zeigt eben deutlich, dass man dieses Thema auch bei Bobst sehr, sehr ernst nimmt. Ich bin mir auch sicher, dass sich die Druckkosten in diesem Bereich weiter nach unten bewegen werden, sodass die Attraktivität gerade des UV-Inkjetdruck immer mehr zunehmen wird, weil eben ja, der ROI doch deutlich früher erreicht wird, wenn man in den Invest dieser Maschine setzt. Man sieht es ja auch immer wieder, die Druckkosten im Flexodruck ist eine Sache, aber Sie haben ja auch heute einen Kunden, der schnell etwas möchte, der eine hohe Sortenvielfalt hat und das können Sie eben nur darüber überhaupt abbilden.